Für viele ist es ein Teufelskreis, aus dem sie nur schwer wieder herauskommen. Arbeitssucht. Auch für Sabine, die unerkannt bleiben will. Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden sind für sie normal. Das Verführerische an dem Arbeiten und nicht aufhören können zu arbeiten, ist einfach die Aussicht auf Erfolg, auf Anerkennung der Leistung, auf das Ansehen auch innerhalb der Firma und eventuell auch aufzusteigen. Und es ist sicherlich auch irgendwo ein Gefühl dabei, dieser gewisse Kick, dieser Adrenalinreiz, der dann da ist. Es ist dann einfach, ich konnte dann auch nicht mehr aufhören zu arbeiten. Und je länger ich gearbeitet habe und wenn ich auch gemerkt habe, es ging was vorwärts, es ist dann auch ein gewisser Rausch dann da. Doch was genau passiert da eigentlich? Das Gehirn gewöhnt sich an den Botenstoff Dopamin, der für Glücksgefühle sorgt. Und dann setzt ein fataler Prozess ein. Das Belohnungssystem braucht immer mehr vom Botenstoff, immer mehr Arbeit, immer mehr Leistung, um mit sich zufrieden zu sein, dem Zwang nachzugehen und diesen Rausch zu erleben. Eine Studie ergab, dass rund 10% aller Erwerbstätigen in Deutschland zwanghaft arbeiten und zur Arbeitssucht neigen. In der Habichtswald-Klinik in Kassel, einer Akutklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, steht daher die Arbeitssucht seit vergangenem Jahr verstärkt im Fokus. Ich gehe von einer hohen Dunkelziffer aus. Es gibt zwar Studien dafür, die das ganze Phänomen so ein bisschen aufbereiten, aber so wirklich, was das jetzt genau ist und wo da die Grenzen sind, die ja sehr fließend sind in diesem Bereich, das weiß man eigentlich noch nicht. Ich denke schon, dass die Corona-Zeit auch da natürlich viel zu beigetragen hat, dass Menschen, die gerade im Mittelstand oder selbstständig, mit ihren existenziellen Sorgen da auch noch mal sehr viel mehr investieren mussten an Arbeitszeit. Carmen von Nasse ist sich sicher, auch die Digitalisierung verstärkt den Druck zusätzlich. Man ist immer erreichbar, man muss sofort reagieren. Ja, man sitzt im Homeoffice, man hat keine Kollegen, mit denen man sich austauschen kann. Das alles verstärkt sicherlich so die ganze Symptomatik. Und unsere Leistungsgesellschaft fördert das Ganze ja. Also wer viel leistet, ist wer. Das ist ja immer noch in den Köpfen drin. Wer Karriere machen will, muss viel leisten. Das ist auch noch so drin. Oft führt der hohe Leistungsdruck zu Depressionen und Burnout. Körper und Psyche leiden, so wie bei Sabine. Irgendwann habe ich halt gemerkt, als ich auch Aufgaben bekommen habe, die mir nicht unbedingt übermäßig lagen und die nicht unbedingt meinem Kenntnisstand entsprachen, dass das Ganze gekippt ist. Und als dann diese Konstellation zusammenkam, habe ich das auch versucht, dann durch Mehrarbeit zu kompensieren, habe dann 16 Stunden täglich gearbeitet, bis nachts um 12 und habe dann versucht, trotzdem dem Anspruch gerecht zu werden und Leistung zu bringen, aber das hat dann halt nicht geklappt. Viele erkennen die Symptome nicht oder wollen nicht wahrhaben, dass die Arbeit sie krank macht. Man würde eher merken, das Drumherum. Also ich habe Konzentrationsstörungen, ich habe Nackenschmerzen, ich habe Schlafstörungen, ich grübel nachts viel, ich kann nicht mehr abschalten. Mein Stresslevel ist ziemlich hoch. Wenn man davon sagt, dass Arbeitssucht eher so eine prozesshafte Geschichte ist, dann teilt man das in 3 sozusagen Phasen ein. Das endet dann letzten Endes mit schweren körperlichen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Da geht es ja auch nicht mehr sehr viel weiter dann. Noch immer wird das Thema gesellschaftlich tabuisiert, Symptome nicht ernst genommen. Es sagt ja keiner zu Ihnen, mach mal langsam, mach mal weniger Überstunden. Es wird auch nicht als Krankheit gesehen. Wenn es anders wäre und man würde das anerkennen als nicht stoffgebundene Sucht, so war es bei der Online-Sucht ja lange, dann hat man die Möglichkeit, andere Versorgungssysteme zu etablieren. Aber da das nicht anerkannt ist, fällt es durch. Ja, aber nicht bei uns. Wir reden drüber, vertiefen das nochmal mit Carmen von Nasse, Psychiaterin, Therapeutin und Chefärztin der Habichtswald Privatklinik in Kassel. Schön, dass Sie auch nochmal bei uns im Studio sind. Hallo. Ja, gerne. Wie kommt es eigentlich, dass es noch so viele Arbeitssüchtige gibt, wo doch der Trend eigentlich zur Work-Life-Balance geht und manche Politiker den Deutschen ja sogar vorwerfen, insgesamt zu wenig zu arbeiten? Ja, das ist wohl so. Aber ich denke, dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun hat.
Es gibt eben ganz bestimmte Bereiche, das wäre der Gesundheitsbereich mit helfenden, unterstützenden Berufen. Es wäre der Mittelstand, der Selbstständige, der unter einem hohen existenziellen Druck steht und Führungspersonen. Und die arbeiten natürlich einfach viel. Und da ist nicht viel mit Work-Life-Balance. Ja. Und bei den unterstützenden Berufen liegt es dann auch ein bisschen an der Persönlichkeit der Menschen? Ja, ich denke schon. Es gibt ganz klar bestimmte Persönlichkeitszüge, die mit Arbeitssucht assoziiert sind. Das wäre Perfektionismus, hohe Leistungsbereitschaft, hohes Kontrollbedürfnis und natürlich auch ein zwanghaftes Arbeiten. Ich kann nicht delegieren, ich muss alles selber machen. Ich meine, ich kann alles am besten. Und natürlich Menschen, die ihren Selbstwert durch die Arbeit stabilisieren. Und wer sich jetzt mal selber überprüfen will, wie kann er denn unterscheiden zwischen einer gesunden, schönen Liebe zur Arbeit, viele lieben ja einfach ihre Arbeit und arbeiten unheimlich gern, und eben einer krankhaften Tendenz? Ich glaube, dass ganz ausschlaggebend dafür ist, dass ein gesundes soziales Umfeld da ist und dass ich dadurch eine gute Balance halten kann. Dann bin ich nicht gefährdet. Wenn mir meine Familie wichtig ist, Kinder wichtig sind, Hobbys wichtig sind und ich weiß, es gibt noch was anderes als Arbeit, dann ist das, glaube ich, völlig im Rahmen und okay. Hat man das nicht, dann hat man meistens ein Problem. Also man kann es nicht an den Stunden der Arbeit errechnen, sondern an dem, wie das Leben insgesamt dann läuft. Einmal, wie das Leben insgesamt läuft. Aber man muss sich ja auch nichts vormachen. Wenn ich regelmäßig 80 Stunden die Woche habe und das nicht nur mal so als Peak, dann stimmt irgendwas nicht. Das hält man nicht lange durch. Sind Arbeitssüchtige einsichtig? Leider müssen wir sagen, dass sie das nicht sind. Und das ist auch ein Teil des Problems. Sie therapieren diejenigen, die dann doch irgendwann eine Einsicht gefunden haben, nach einem 3-Stufen-Modell. Wie funktioniert das? Wenn Patienten tatsächlich mit dem Thema Arbeitssucht und im Gefolge Burnout, Depression und so weiter zu uns kommen, dann würden wir als allererstes mal ein Bewusstsein dafür versuchen zu etablieren oder zu entwickeln. In der zweiten Stufe würden wir versuchen, den Körper in den Blick zu nehmen, viel Sportangebote machen, therapeutische Angebote wie Achtsamkeit, Entspannung, Stressmanagement und Psychotherapie, eher so verhaltenstherapeutisch ausgerichtet. In der dritten Stufe, und das dauert dann auch schon eine ganze Zeit, würde man versuchen zu ergründen, warum man nicht loslassen kann, warum man zwanghaft dran hängt und warum man so was für tiefgreifende Muster uns sozusagen in der Sucht, in diesem Kreislauf festhalten lassen. Da geht es dann sehr tief in die Psyche und ist vermutlich bei jedem ganz anders, ne? Das ist einmal ganz anders, aber wenn man diese zugrunde liegenden Persönlichkeitsmerkmale nimmt, dann weiß man schon, was da auch so sein könnte. Mhm. Und wenn jetzt jemand arbeitssüchtig ist, wie fällt der denn bei der Arbeit auf? Ist das überhaupt möglich oder wird der die ganze Zeit einfach nur gelobt? Erstmal wird er gelobt, das ist klar. Wenn es aber anfängt, zu viel zu werden, wenn die Kraft nicht mehr reicht, wenn ich gereizt bin, wenn ich einfach nicht mehr im Team arbeiten möchte, wenn ich viel Ausfälle habe, einfach krankheitsbedingt, dann ist das schon auffallend. Was kann der Arbeitgeber dann tun? Es wäre schön, wenn der Arbeitgeber das auch bemerken würde und auch eine Einsicht hätte, dass es sowas gibt wie Arbeitssucht. Dann hätte man auch als Betroffener die Möglichkeit, sich zu melden, sich irgendwo beraten zu lassen. Blöd, nur wenn die eigenen Chefs vielleicht von Arbeitssucht betroffen sind. Wie hoch ist denn dann die Rückfallquote und was kann man tun nach einer erfolgreichen Therapie, um nicht wieder arbeitssüchtig zu werden? Weil man muss ja arbeiten gehen. Man muss arbeiten gehen, genau. Man kann auf das Suchtmittel sozusagen nicht verzichten. Das ist existenziell. Es wäre sehr gut, wenn das Thema einfach weiter ins Bewusstsein kommt von den Menschen und auch von den Therapeuten und ambulante Angebote einfacher zugänglich wären. Okay. Auch präventive Angebote zugänglich wären. Und es klingt raus, dass es sinnvoll ist, sich einen ambulanten Therapeuten zu suchen, wenn man mal in einer Klinik war, um das aufrechtzuerhalten. Ja, vielen Dank, Carmen Nasse, die selbst Therapeutin ist. Dankeschön für Ihren Besuch.